Hallo Bosco. Hallo Rebecca. Wir sind im zweiten Video über die schriftliche Multiplikation von Zahlen. Ja. Wer noch nicht mit einer einstelligen Zahl multiplizieren kann, der schaut sich bitte unser erstes Video vorher an. Genau. Und am Ende des ersten Videos hat der Bosco mich gefragt, was 24 mal 37 ist. Und das zeige ich ihm jetzt. Na dann los. Gut, du schreibst die Aufgabe auf, machst mit dem Lineal einen Strich drunter und jetzt hältst du dir mit dem Finger die 3 zu. Ich habe keinen Finger. Stimmt. Geht auch meine Kralle? Dann müssen wir deine Kralle nehmen. Die Zuschauer können ja ihre Finger nehmen und du nimmst deine Kralle. Ja, wäre blöd, wenn die Zuschauer meine Kralle nehmen würden. Oh je. Also, nimm mal meine Kralle, und halt die 3 zu. Die 3 hältst du zu. Die 3 halte ich zu. Mhm. Und jetzt steht da 24 mal 7. Ja, das kann ich ja. Das habe ich dir ja schon im ersten Video erklärt, ja? Ja. Das kannst du rechnen. Das heißt, du brauchst die 7er Reihe und dann rechne los. 7 mal 4 ist 28. Da schreibe ich die 8 hin und merke mir die 2. Und 7 mal 2 sind 14, plus die 2 sind 16. Gut. Fertig. Ja. Und jetzt verrutschst du deine Kralle ein Stück nach rechts und nach unten. Und jetzt überdeckt die Kralle die 7 und das, was unter der 7 steht. Ja. Jetzt ist deine neue Aufgabe 24 mal 3. Und die rechnest du jetzt einfach aus. Brauchst du die Dreierreihe? Ja, 3 mal 4 ist 12. Wo schreibe ich die 2 jetzt hin? Unter die 3. Also direkt vor deine Kralle, aber in die zweite Zeile, weil die erste ist ja schon vollgeschrieben. Ja, also 2. Und die 1 merke ich mir. Und 3 mal 2 ist 6, plus die 1 sind 7. Gut. Also steht da 72. Ja. Jetzt kannst du deine Kralle wegtun, machst mit dem Lineal nochmal einen Strich drunter und jetzt musst du die beiden Zahlen addieren. Addieren. Ja, das kannst du ja schon. Das habe ich dir in dem Additionsvideo erklärt. Wer sich das nochmal anschauen möchte, da oben ist der Link. Ja, dann addiere ich mal. Da steht ja gar nichts. Also 0 plus 8 ist 8. Ja, oder einfach 8. Plus 8. nix ist immer noch 8. Ja. Ja. 2 plus 6 ist 8. Und 7 plus 1 ist auch 8. Also kommt 888 raus. Ja, Und das war's schon. genau. Also geht's. muss ich multiplizieren und addieren. Herzlichen Glückwunsch. Ja, diese 4 Aufgaben mache ich jetzt noch mit dir. Wer sich daran traut, kann direkt Pause drücken und selber rechnen. Oder ihr schaut dem Bosco weiter beim Rechnen zu. Klar, was ihr macht. 68 mal 15. So. Meine Kralle halte ich über die 1 und rechne mit der 5 als erstes. Ich muss immer mit der rechten Zahl anfangen. Würde ich empfehlen, ja. Dann kommst Okay. du nicht durcheinander, wenn du es immer gleich machst. Also 5 mal 8 sind 40. Da schreibe ich die 0 hin und merke mir die 4. Und 5 mal 6 ist 30. Plus die 4 sind 34. Ja, Also steht dann da die 340. gut. Dann geht meine Kralle über die 5 und auch runter? über die 0. Ja, Und dann habe ich 68 mal 1. 1 mal 8 ist 8. Und 1 mal 6 ist 6. merkst du was, Bosco? Wenn du mit der 1 multiplizierst, musst du eigentlich gar nicht rechnen. Du kannst die Zahl von oben, also in dem Fall die 68, einfach abschreiben. Stimmt. Aber es ist halt wichtig, dass du sie so abschreibst, dass die 8 unter der 1 steht. Ja, okay. Und dann muss ich wieder addieren. Strich drunter Ja. mit Lineal. So. Nichts plus 0 ist 0. 8 plus 4 ist 12. Da schreibe ich die 2 hin und merke mir die 1. Also hast du einen Übertrag? Ja. Dann habe ich hier die 1 plus 6 ist 7, plus 3 ist 10. Und die schreibe ich hin. Genau. Dann habe ich 1020 raus. Prima. Na, geht doch. Noch eine Aufgabe. Ja. 510 mal 22. So, Kralle auf die vordere 2. Und hier rechne ich 2 mal 0 ist 0. Die schreibe ich hin. Unbedingt, die musst du Unbedingt. hinschreiben. Also nicht denken, naja, nur weil es nichts ist, muss man es nicht hinschreiben. Auch Nuller sind wichtig. Okay. 2 mal 1 ist 2. Und 2 mal 5 ist 10. Die Ja. 10 schreibe ich hin, weil danach nichts mehr kommt. Genau. Also habe ich 1020. Dann halte ich die hintere 2 und die 0 zu und rechne mit der vorderen 2. Also 2 mal 0 ist 0. Stopp mal, Bosco. Ja, was denn?
Eben hast du ja die 510 mit der 2 multipliziert und da kam 1020 raus. Ja. Das heißt, wenn du jetzt nochmal die 510 mit der 2 multiplizierst, kommt höchstwahrscheinlich wieder 1020 raus. Ja, klar. Also du musst kein zweites Mal rechnen, sondern du schreibst einfach nur die 1020 ein zweites Mal hin, in die zweite Zeile, einfach nur ein Kästchen nach links verrutscht. Ach so. Sodass sie eben unter der vorderen Zahl dann endet. Das war mal ein guter Tipp. Der erste von dir. Ich versuche dir immer so Tipps zu geben, dass du dir Arbeit sparst, Bosco. Ja, danke. Ja. Lass mich mal addieren. Nichts plus 0 ist 0. 0 plus 2 ist 2. 2 plus 0 ist 2. 0 plus 1 ist 1. Und 1 plus nix ist 1. Und wie heißt diese lange Zahl? 11.220. Gut ausgesprochen. Ja. So, weiter geht's. Jetzt wird es schon schwieriger. Das ist ja 3 Stellen. 2 mal 3 409. Stellen, ja, aber Ja, lass dich nicht stressen, Bosco. Doch. Du siehst, bei der hinteren Zahl ist eine 0 drin. Das heißt, so schlimm wird das gar nicht. eine Nullerreihe. Okay, also halte ich vorne die 4 und die 0 zu. Und rechne erstmal mit der 9. Genau, wir halten die Zahlen ja zu, damit wir eine Aufgabe bekommen, dass wir mit einer einstelligen Zahl multiplizieren können. Und weil wir halt 3 Stellen haben, müssen wir diesmal 2 zuhalten. Gut, dann rechne ich jetzt mit der 9. 9 mal 3 ist 27. 7 hinschreiben, 2 merke ich mir. 9 mal 9 ist 81, plus die 2 sind 83. Die 8 merke ich mir. 9 mal 7 ist 63, plus die 8 sind 71. Ja, Also steht da 7137. okay. Also kommt jetzt die 0 dran. Ja, aber 0 mal 3 ist doch nichts. Ist doch 0. Ja, dann schreibst du 0 hin. Und Was zwar soll ich hinschreiben? in die zweite Zeile, da unter die 0. Ja, 0 mal 9 ist auch 0. Oh ja, schreibst du nochmal 0 hin. Und 0 mal 7 ist auch 0. Du schreibst halt nochmal 0 hin. 0, 0, 0. Ja, So, dann geht, das war doch wenigstens einfach. ja, dann geht die Kralle über die 0 Ja, und rechne mit der 4. 4 mal 3 ist 12. Die 2 schreibe ich hin, aber unter die 4, das ist wichtig. ja. 1 merke ich mir. 4 mal 9 ist 36, plus die 1 sind 37. 7 hinschreiben, 3 merken. 4 mal 7 ist 28 und plus 3 sind 31. Die schreibe ich hin. So, jetzt steht wieder alles ordentlich untereinander. Gut. Strich drunter, jetzt muss ich addieren. Ja. So, Und es ist halt bei sowas, wenn du 3 Zahlen hast, also 3 Stellen, wirklich wichtig, dass du in jedes Kästchen genau eine Ziffer reinschreibst. Also dass du wirklich ordentlich das aufschreibst, damit du genau siehst, welche Zahl jetzt unter welcher steht. und da wo nichts drin steht, da muss man aufpassen, dass man nicht verrutscht. Ja, Weil unter der 7 steht ja jetzt nichts. da Also ist das überall, wo einfach die nichts 7. steht, kann man sich auch eine 0 denken. Ja, okay. Also 0, 0, 7 ist gleich 7. So, hier auch 0 plus 3 ist 3. So, 2 plus 0 plus 1 ist 3. 7 plus 0 plus 7 ist 14. 4 schreibe ich hin, 1 Übertrag. 1 plus 1 ist 2. Und als letztes kommt die 3. Und dann habe ich 324.337 raus. Boah, das ist schon ganz schön viel. Das kann man nicht mehr im Kopf rechnen. Deswegen machen wir es ja schriftlich. Ja. So, letzte Aufgabe. Eine Aufgabe machen wir noch, Ja. Bosco. Mit 4 Stellen. Ja. 55 Ich mal möchte 4. dir ja Arbeit sparen, Bosco. Und ich möchte, dass du geschickt rechnest. Deswegen, weißt du schon, was wir machen müssen? Ich kann tauschen. Wieder die Reihenfolge tauschen. Die 55 nach hinten. Das macht sogar sehr viel Sinn, weil dann hast du nämlich wieder zweimal die 5. Das heißt, du musst nur einmal mit der 5 rechnen und kannst cool. dann in der zweiten Zeile einfach das Ergebnis nochmal hinschreiben. Ja, dann halte ich die vordere 5 mal kurz zu mit meiner Kralle Ja, und rechne mit der hinteren. 5 mal 8 ist 40. Die 0 hinschreiben, 4 merken. 5 mal 1 ist 5, plus die 4 ist 9.
5 mal 2 ist 10. Die 0 hinschreiben, 1 merken. Und 5 mal 4 ist 20 plus die 1 ist 21. Also habe ich 21.090 raus. Ja. Das muss ich jetzt nicht nochmal rechnen. Und schreibe die unter die vordere 5. Ja. Und dann kann ich gleich addieren. Genau. Also 0 plus 0 ist 0. 0 plus 9 ist 9. 9 plus 0 ist 9. 0 plus 1 ist 1. 1 plus 2 ist 3. Und 2 plus 0 ist 2. Gut gemacht. 231.990. Uiuiui. Und was ist, wenn mein Mathelehrer mir nicht erlaubt, die Zahlen zu tauschen? Ja, dann. Geht es auch? Ja, natürlich, aber dann hast du ein bisschen mehr Schreibarbeit. Und es sieht ein bisschen komplizierter aus. Aber du hast recht, es kann schon sein, dass unsere Zuschauer die Aufgabenreihenfolge nicht tauschen möchten oder nicht tauschen dürfen. Dann lass es uns vorsichtshalber nochmal in der Originalfassung rechnen. Echt jetzt? Naja, es gibt bestimmt da draußen Leute, die das wissen wollen, wie das geht. Wenn wir alles richtig machen, müsste gleich ja dasselbe rauskommen. Ja, müsste. Ja, probieren wir es mal aus. Muss ich meine dicke Kralle nehmen für die 3 Zahlen. So, dann habe ich 8 mal 5 sind 40. 0 hinschreiben, 4 merken. 8 mal 5 ist wieder 40. Und die 4 addieren sind 44. So, dann muss ich mit der 1 rechnen. 1 mal 5 ist 5 und 1 mal 5 ist 5. Ist klar, schreibe ich die 55 hin, Ja. aber unter die 1. Dann 2 mal 5 ist 10. Da schreibe ich die 0 hin und merke mir die 1. 2 mal 5 ist wieder 10, plus die 1 sind 11. Ja. So, und 4 mal 5 ist 20. Merke ich mir die 2 und schreibe die 0 hin. Und 4 mal 5 ist wieder 20, plus die 2 sind 22. Ja. Und dann müsste es so aussehen, wenn ich alles unter die richtigen Ziffern geschrieben habe. Ja, du hast dann wie so eine Treppe auf der rechten Ja. Seite. Und du siehst, wenn deine rechte Zahl 4 Stellen hat, dann hast du eben auch 4 Zeilen darunter. Also 1, 2, 3, je 4. mehr Stellen deine rechte Zahl hat, Tatsächlich. umso mehr Zeilen musst du dann schreiben. Aber Okay. die Zahlen in den Zeilen sind ein bisschen kürzer. So, dann gucke ich mal. Da, wo nichts steht, ist gedanklich eine 0. So, hier hinten steht die 0. Hier haben wir 5 plus 4 ist 9. Hier haben wir auch 5 plus 4 ist 9. Hier haben wir 0 plus 1 ist 1. Hier 2 plus 1 ist 3 und vorne steht die 2. Dann habe ich auch 231.990 raus. Es hat also geklappt, ja, auch dieser Weg funktioniert. Aber dauert viel, viel länger. Meinst du? Ja. Fandst du also das besser in dem Fall zu tauschen? Ja, klar. Ja. Also, Ja, und vor allem mit der 55 muss ich dann nur einmal rechnen. ja. Ha! Genau. Also bevor ihr losrechnet, schaut immer, ob es vielleicht sinnvoll ist zu tauschen, um ein bisschen Arbeit zu ersparen. Genau. Gut? Habt ihr auch die richtigen Ergebnisse raus? Wollen wir nochmal eine Lösung einblenden? Ja. Gut. Ansonsten Daumen hoch und Abo dalassen.